Hallo, ich bin Marina Kulischak, ich bin 42 Jahre alt und komme aus Russland. In Deutschland bin ich schon seit 20 Jahren und habe mich hier schon ganz schön eingelebt. Ich habe nämlich auch eine Familie mit 2 Kindern. Die sind 2 Mädchen, 16 und 3 Jahre alt. Und hier kommen die Fragen. Wo arbeitest du zurzeit und was machst du dort? Die Firma, wo ich gerade arbeite, heißt Just One Germany GmbH. Dort arbeite ich in der IT-Abteilung und bin für die Anwendungsbetreuung und Projektmanagement im Bereich IT zuständig. Wie hast du es die ganzen letzten Jahre geschafft, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren? Das ist manchmal einfach ein logistisches Rätsel, was wir als Familie lösen müssen, tagtäglich. Aber es gelingt uns tatsächlich. Wir haben uns für eine Tagesmutter entschieden. Das ist auch ein Konzept, was ich nur aus Deutschland kenne, wo ausgebildete Tagesmütter in den kleinen Gruppen von 5 bis 6 Kindern tagtäglich Kinder betreuen. Das Ganze wird auch von der Stadt mit begleitet. Also das heißt, solche Anträge für Tagesmutterbetreuung muss man auch bei der Stadt stellen und da werden auch entsprechend die Plätze verteilt und genehmigt. Und das haben wir jetzt mit unserer jüngsten Tochter gemacht und waren auch super zufrieden. Wie findest du die medizinische Versorgung in Deutschland während Schwangerschaft und Geburt? Beide meine Schwangerschaften hatte ich hier durchgemacht und erlebt und auch Geburten. Beim ersten Mal war ich natürlich weniger erfahren. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man einen Anspruch auf eine Hebamme hat, die man aber allerdings rechtzeitig ansprechen muss. Habe ich nicht gemacht. Erst kurz vor der Geburt wusste ich davon und habe mich um eine Hebamme bemüht, hat aber auch prima geklappt und bin auch im Krankenhaus damals 5 Tage geblieben, weil ich einfach mich sicher wissen wollte und hat alles prima geklappt. Beim zweiten Mal natürlich war ich schon etwas sicherer und war schon in wenigen Stunden nach der Geburt zu Hause, aber nichtsdestotrotz auch bestens danach medizinisch versorgt und während der Schwangerschaft habe ich mich eigentlich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Wie lange hast du pausiert? Nach meinem zweiten Kind habe ich die gesetzlich vorgeschriebenen 8 Wochen Mutterschutz in Anspruch genommen und danach gibt es eine Regelung, die heißt Elternzeit und davon bin ich noch 10 Monate zu Hause geblieben, komplett mit dem Kind, um danach einen Wiedereinstieg in den Job zu wagen. Wie funktioniert das in Deutschland mit der Elternzeit und dem Elterngeld? Als meine jüngste Tochter 10 Monate alt war, habe ich dann angefangen wieder zu arbeiten, eben in dieser Elternzeit-Teilzeitregelung. Darüber hinaus gibt es sogenanntes Elterngeld, was einer neuen Familie mit einem kleinen Kind eine gewisse finanzielle Sicherheit auch bietet. Das heißt, wenn ich so ein Elterngeld bei dem Staat beantragt habe, normalerweise für die Frist von 12 Monaten, bekomme ich ungefähr 65% meines normalen Gehaltes eben als finanzielle Mittel monatlich vom Staat. Und so kann ich sicher sein, dass ich meine Existenz und Existenz meiner Familie auch absichern kann. Man kann dieses Elterngeld auch strecken, nämlich nennt man das Elterngeld Plus. Und man kann auch dieses Elterngeld mit dem Lebenspartner oder mit dem Vater des Kindes auch nochmal teilen. Man kann das halbe machen. Wir haben das so gemacht, dass ich die 10 Monate Elterngeld oder die 12 Monate Elterngeld bekommen habe und dann nur 2. Und dafür blieb er dann 2 Monate komplett mit dem Kind zu Hause und somit hat er mir Wiedereinstieg in den Beruf komplett ermöglicht. Wie zufrieden bist du mit der Kita in Deutschland? Ich bin sehr zufrieden. Es gibt ja unterschiedliche Konzepte. Man kann auch natürlich ein privates Kindergarten auswählen. Wir haben uns aber auch ganz bewusst für eine Kindertageseinrichtung, städtische Kindertageseinrichtung entschieden, wo auch meine ältere Tochter früher hinging. Ausschlaggebend ist einfach liebevolle Betreuung der Kinder und wenn ein Kind glücklich jeden Morgen dahin geht und auch mit ganz vielen Eindrücken zurückkommt, dann ist das eigentlich selbstsprechend. Möchtest du mit deiner Familie dauerhaft in Deutschland bleiben? Meine Antwort lautet ja, denn für mich ist Deutschland auch ein Land, wo meine Kinder aufwachsen, wo deren Zukunft hier ist und die möchte ich auch gerne mitgestalten. Daher mein klares Ja.